Einen wunderschönen guten Mittag zusammen. Heute wollen wir uns den Key Exchange anschauen, der bei IPsec natürlich genauso benötigt wird. Und zwar, wie werden da dann am Ende diese symmetrischen Schlüssel ausgeteilt? Ist gar nicht so einfach, muss man natürlich auch ein bisschen überlegen, und heute wird es auch ein bisschen mehr mathematisch als sonst. Sorry deswegen, aber ich gebe mir natürlich Mühe, es irgendwie angenehm zu machen. Wobei eigentlich müsstet ihr sowieso keine so große Scheu vor Informatik oder Mathematik oder generell was haben, wenn ihr meine Videos guckt. Also ja, lasst uns anfangen. Das Ganze sieht so aus: Wir haben hier jemanden, der möchte eine Verbindung aufbauen, und wir haben hier jemanden, der möchte auch eine Verbindung aufbauen mit dem jeweils anderen. Kann natürlich alles angegriffen werden. Ihr kennt den Dolev-Yao-Angreifer. Das immer im Hinterkopf behalten, und ja, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Als allererstes kommt hier eine Anzahl an unterstützten Algorithmen, also sowas wie Diffie-Hellman auf 2048er Basis oder sowas. Das sind verschiedene kryptografische Algorithmen, auf die werde ich jetzt nicht genauer eingehen. Das sind einfach ein paar verschiedene Möglichkeiten, wie ihr sozusagen hier asymmetrische Kryptographie betreiben könnt. Das ist tatsächlich jetzt asymmetrisch alles, denn die kennen sich ja vorher nicht, die haben nichts voneinander. Dann wird hier gleichzeitig aber auch noch die Diffie-Hellman-Gruppe und der Diffie-Hellman-Wert übertragen, zu denen gleich noch ein bisschen mehr. Aber wenn ihr wirklich die volle Dröhnung haben wollt, dann würde ich euch hier wirklich meine Kryptographie-Playlist empfehlen. Ich werde das hier nur ganz kurz anreißen, wie das überhaupt funktioniert. Gleichzeitig kommt auch noch eine Nonce mit rüber, eine Number Only Once, und zwar die Nonce von A hier drüben. Die haben zwei verschiedene Nonces. Einfach gegen Replay-Angriffe, damit man die Dinger hier nicht fälschen kann. Kennen wir ja schon den Mechanismus. So, Antwort kommt dann natürlich auch direkt, und zwar, welchen Algorithmus man wählt, also Diffie-Hellman oder RSA auf was auch immer für eine Basis. Gleichzeitig kommt hier noch ein Diffie-Hellman-Wert rüber. Das ist im Endeffekt genau derselbe Wert, muss auf dieser Gruppe hier basieren, aber die sind meistens gleich, und ja, dauert auch nicht so lange, sich so einen Wert auszusuchen. Mehr oder weniger schnell möglich das Ganze, und natürlich B hat auch noch eine Nonce, und wenn er möchte, aber nur wenn er möchte, kann er auch einen Zertifikat-Request mit anhängen. Dann sagt er, hey, ich will aber gleichzeitig auch noch das Server-Zertifikat von dir haben und entscheiden, ob ich dem vertrauen kann oder nicht. So. Als Antwort kommt natürlich, achso, richtig, das wollte ich euch noch erklären, und zwar, wie funktioniert das jetzt mit Diffie-Hellman? Diffie-Hellman ist sowas wie die allererste Variante von asymmetrischer Kryptographie und basiert darauf, dass man sozusagen dass der Computer nicht effizient den diskreten Logarithmus berechnen kann. Das bedeutet, aus G hoch A, was ja aus A leicht zu errechnen ist, G ist der sogenannte Erzeuger, deswegen haben wir hier die Gruppe, G ist der Erzeuger der Gruppe, das ist jetzt relativ stark mathematisch, schaut euch da wirklich meine Kryptographie-Playlist an, gehe ich nicht weiter drauf ein, aber hier haben wir G hoch A jetzt ausgerechnet, und man sagt, dass es für manche Gruppen möglich oder sehr, sehr schwer nur möglich ist, wieder A rauszufinden für den Computer. Und genau diese Gruppen sind dann eben hier übermittelt worden, plus dieser Wert G hoch A. A ist sozusagen jetzt mein privater Schlüssel. G hoch A ist der öffentliche Schlüssel, den jeder empfangen kann. Aus dem lässt sich A nicht mehr extrahieren. Ja, ich weiß, Logarithmus ist eigentlich was relativ Leichtes zu berechnen, aber nicht in jeder Gruppe. In manchen Gruppen dauert es mehrere Jahrhunderte, und darauf basiert das ganze Problem hier. Okay, auf der anderen Seite macht B genau dasselbe, der zieht sich auch eine Zahl B und berechnet dann G hoch B. G hoch B wiederum kann nicht mehr auf B zurückgeführt werden, das heißt, aus G hoch B kriege ich nicht B, aus G hoch A kriege ich nicht A, das heißt, G hoch A kann ich jetzt rüberschicken, G hoch B kann ich darüber schicken. Das sind diese beiden Werte, also der Diffie-Hellman-Wert, den ich hier hergeschrieben habe, von A ist G hoch A, und der Wert von B, der hier steht, ist G hoch B. So, und dann passiert Folgendes: Der hier empfängt G hoch B und potenziert das Ganze mit A. Das heißt, er bekommt am Ende G hoch B hoch A. Der macht dasselbe, der potenziert einfach G hoch A hoch B und bekommt dann auch G hoch A hoch B, was beides mal G hoch A B ist nach den Potenzgesetzen, und sie haben somit denselben geheimen Schlüssel, und da natürlich niemand anders hier ein hoch A oder hoch B dranhängen kann, kann das auch niemand fälschen hier. Das bedeutet, sie haben einen gemeinsamen privaten Schlüssel, nämlich G hoch A B. Ziemlich coole Sache, oder? Ja, und das ist jetzt tatsächlich auch sozusagen die Grundlage hier. Jetzt danach kann man hier verschlüsseln, das heißt, eng ist möglich, und niemand außer dem Empfänger hier kann das Ganze jetzt hier auch wirklich mitlesen.
So. Trick ist jetzt natürlich auch noch, ich muss überprüfen, ob meine Nachrichten alle irgendwie wirklich auch genauso abgeschickt worden sind. Das heißt, ob jemand auf dem Weg, auf dem Paketweg sozusagen, diese Nachrichten hier verändert hat. Also wurde vielleicht hier der Diffie-Hellman-Wert oder die Diffie-Hellman-Gruppe oder die unterstützten Algorithmen, wurden die anders von B empfangen, als A sie abgeschickt hat. Deswegen machen wir hier wieder ein HMAC drüber. Das ist ein Message Authentication Code mittels einem geheimen Schlüssel. Dieser geheime Schlüssel ist genau der hier. Alles zusammen wird natürlich auch nochmal verschlüsselt. Also der HMAC bezieht sich auf alle Nachrichten hier, auch auf auf die hier logischerweise nicht, weil da ist ja der HMAC drin. Und dann natürlich hier, ja, ID muss mit rein, das heißt, wer bin ich überhaupt, also Alice oder Bob oder wie auch immer. Und falls hier ein Zertifikat angefragt wurde, muss ich das natürlich hier auch liefern, damit derjenige meine Identität überprüfen kann. Zertifikate haben wir ja schon bis zum Tod behandelt. Kennt ihr mittlerweile auch schon relativ gut. Ansonsten wirklich meine IT-Sicherheitsvideos angucken. Ich werde hier nicht mehr drauf eingehen, weil man das einfach als Grundlage hierfür braucht. Und gleichzeitig kann natürlich auch Alice hier sagen, hey Bob, ich will auch von dir ein Zertifikat haben. Das heißt, man kann sich gegenseitig sozusagen Zertifikate abfragen, was natürlich sehr, sehr nützlich ist, wenn ihr euch irgendwie bei einem VPN einwählt, kann der von euch einfach ein Zertifikat abfragen und also dieses Zertifikat könnt ihr einfach bei ihm runterladen, bei eurem VPN-Provider und ihr gebt sozusagen beim Einwählen dann das Zertifikat an, er nimmt das Server-Zertifikat, was ihr mittels Chain, also mit der normalen CA-Chain überprüfen könnt, er nimmt euer Zertifikat entgegen und ihr seid gegenseitig authentifiziert. Er weiß, ihr habt Vollzugriff drauf, weil ihr monatlicher Kunde seid oder sowas. Ihr wisst, es ist auch wirklich der richtige VPN-Provider und nicht irgendwie das FBI, was gerade hier einen Fake-VPN-Provider aufstellt und alle sind glücklich. Alternativ zu den Zertifikaten kann man hier auch so Dinge wie EAP einfügen. Das heißt, hier geht es nicht nur mit Cert-Requests, sondern man baut dann einfach sozusagen in den verschlüsselten Modus ein EAP-Modul noch ein. Das geht auch. Oder PAP oder CHAP oder. Also da kann man natürlich, also ASCII geht natürlich genauso. Da kann man hier einfach statt den Zertifikaten das jeweilige einfügen. Ich habe jetzt hier einfach nur Cert-Request geschrieben, weil ich Platzmangel hatte und für euch alles groß genug schreiben wollte. Okay, klar, und dann kommt zurück natürlich auch nochmal das Zertifikat. So, warum muss ich jetzt hier nochmal Algorithmen auswählen? Das sind normalerweise dann die Algorithmen, die später dann zur Verschlüsselung verwendet werden sollen. Man möchte nämlich hier möglichst nicht diesen Schlüssel behalten und die ganze Zeit verwenden, denn wenn irgendjemand dann später in eurem PC einbricht und A rausfindet, kann er die ganze Kommunikation offenlegen. Das heißt, man sagt hier, okay, wir tauschen nochmal Algorithmen aus und schreiben uns einfach verschlüsselt mit diesen Schlüsseln hier einen anderen Schlüssel und der wird dann hier in den Algos verwendet. Das heißt, hier steht dann sowas drin, wahrscheinlich wie AES 256 oder sowas, kann man sich da überlegen. Ja, und danach kann man ganz normal Kryptographie betreiben, beziehungsweise alles ganz normal symmetrisch verschlüsseln, HMAC hinten dranhängen oder sowas. Und alle sind glücklich und können kommunizieren, ohne dass es irgendjemand anders mitbekommt. Natürlich sind nicht alle glücklich, Angreifer sind sehr, sehr unglücklich in dem Szenario, weil sie nichts mehr machen können. Ja, das ist im Endeffekt der Schlüsselaustausch für IPsec, was man am Anfang macht, wenn man in der SAD, also man bekommt, sagen wir mal, ein Paket, das man protecten soll. Ich gehe nochmal kurz hier zurück. Wo sind wir denn hier? Ups, das war die falsche. So, hier, ich habe das jetzt mal für euch übersprungen. Und zwar hier, wenn wir ein Paket bekommen, was Protect beinhaltet, aber wir keinen Eintrag in der SAD finden, der da drauf passt, dann müssen wir eine neue Verbindung aufbauen mit demjenigen und dazu brauchen wir den Internet Key Exchange. Und nach diesem Internet Key Exchange, wenn der erfolgreich ist, das heißt der HMAC war korrekt und alles war okay, Zertifikat war okay und so weiter und so fort, haben wir einen neuen Eintrag in unserer SAD. Das heißt, wir fügen das hier einfach ein, wir sagen, okay, wir haben folgende Algorithmen, wir haben Sequenznummer, bla 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 und dann können wir hier ab sofort hier reingucken. Das heißt, wenn wir Protect haben und es besteht aber keine Verbindung zu unserem Zielserver, dann muss hier ein neuer Eintrag für die SAD angelegt werden. Ups, sorry. Okay. Ja, das war's von meiner Seite erstmal hier. Wir werden uns später noch irgendwann nochmal mit IPsec beschäftigen, wenn wir dann noch wirklich das
Protokoll uns angucken, was für die Einwahl von VPNs recht häufig ist. Eins davon zumindest werden wir uns natürlich angucken. Das benutzt auch IPsec. Ansonsten ist IPsec natürlich immer sinnvoll. Aber wir werden uns jetzt auch noch mit TLS beschäftigen, was dann wirklich auch auf Webseiten und so weiter alles zum Einsatz kommt. Und ein bisschen leichter auch ist, finde ich persönlich, wie IPsec. Und ja, ich hoffe, es hat euch erstmal gefallen und ihr habt soweit alles verstanden. Und wenn nicht, würde ich euch wirklich empfehlen, nochmal alle Videos zu IPsec komplett anzugucken und dann habt ihr, glaube ich, den Dreh raus. Okay, das war's von meiner Seite. Wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.